Nun, auf der Bühne vor allen anderen Leuten. Es kam dann alles ganz anders. Eine völlig fremde Erfahrung. So, wieder ein etwas privateres Video zwischendurch. Als kleiner Hinweis für alle neu hinzugekommenen Zuschauer: Ich habe diesen YouTube-Kanal ursprünglich ins Leben gerufen, um über meine seltene Erkrankung aufzuklären und anderen Betroffenen damit Mut zu machen. Da mir aber ein reiner Krankheitskanal viel zu negativ erschien, gibt es bei mir noch sehr, sehr viele weitere Themen. Es ist wirklich alles bunt gemischt, alles, was mich in meinem Leben beschäftigt und daher sicherlich auch nicht immer zu 100% euer Geschmack. Daher schaut einfach bitte nur die Videos, die euch selbst wirklich ansprechen, aber abonniert in jedem Fall gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht die Themen, die euch auch interessieren. Aber worum geht es denn heute nun konkret? Der Titel verrät es vielleicht schon und diejenigen von euch, die mich auch aktiv auf Instagram verfolgen, wissen es bereits. Für alle anderen muss ich vielleicht ein klein wenig ausholen. Vor 2,5 Wochen war ich zum allerersten Mal auf dem jährlichen Diagnosegruppentreffen Myotone Dystrophie in Hohenroda, Hessen. Das ist eine Art Tagung für Betroffene sowie Angehörige und geht über das ganze Wochenende, also von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag ungefähr. Es geht aber hier nicht nur darum, sich gegenseitig auszutauschen, sondern vor allem auch um wichtige Informationen, interessante Neuigkeiten, eventuell aktuelle Studienergebnisse zu dieser Erkrankung und vieles mehr. Es gibt also dort eine ganze Reihe von interessanten Fachvorträgen. Ich hatte jetzt weder die Zeit noch die Muße, das Ganze irgendwie mit der Kamera zu begleiten und mir eventuell auch noch entsprechende Drehgenehmigungen einzuholen. Und ehrlich gesagt, das war alles für mich ohnehin schon sehr anstrengend und aufregend genug. Ich wurde nämlich gebeten, auf der Bühne vor allen anderen Leuten auch ein paar Worte zu sagen, also vor einem Live-Publikum zu sprechen. Und das hat mich unendlich viel Überwindung gekostet. Hier auf YouTube vor der Kamera ist es was völlig anderes. Bei meinen Livestreams bin ich dann schon ordentlich nervöser, aber wirklich mal auf einer Bühne zu stehen und vor lauter echten Menschen zu sprechen, hat mir wirklich alles abverlangt. Trotzdem war ich natürlich sehr dankbar für diese Möglichkeit, denn ich bin ja schließlich selbst auch nur eine Betroffene von vielen und kein Experte für diese Erkrankung. Da nun dieses ganze Wochenende für mich eine völlig fremde Erfahrung war, habe ich mir gedacht, ich teile hier mal mit euch meine wichtigsten Erkenntnisse daraus. Zunächst mal meine kleine Rede. Ich war sehr nervös, schon Tage und Wochen vor diesem Treffen, weil ich ja im Vorfeld schon wusste, dass ich auf der Bühne eine kleine Rede, so einen kleinen Vortrag halten sollte, musste, durfte. Und ich war unfassbar nervös. Deswegen, ich habe mich wirklich intensiv vorbereitet. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich sagen möchte, was ich den Leuten mitgeben möchte. Ich habe also einen kleinen Vortrag vorbereitet, eine kleine Rede zusammengeschrieben, das Ganze verinnerlicht, viel auswendig gelernt und zur Sicherheit, weil ich wusste, ich würde auch auf der Bühne sehr nervös sein, alles auch nochmal auf so kleine Kärtchen geschrieben, damit ich einfach so Spickzettel habe oder so, so Kärtchen wie beim Fernsehen auch, wo man die wichtigsten Sachen nochmal ablesen kann, wenn einem irgendwie der Faden verloren geht. Nun, es kam dann alles ganz anders. Ich habe die komplette Rede kurzfristig total verworfen, weil in einigen Vorträgen, die wir davor an diesem Wochenende gehört hatten, schon einiges gesagt wurde und den Leuten eben mitgegeben wurde, was dann völlig idiotisch von mir gewesen wäre, ähnliche Dinge nochmal anzusprechen. Also bin ich eiskalt, blank auf die Bühne gegangen, habe das Mikro in die Hand genommen und habe versucht zu improvisieren. Und bin, mehr schlecht als recht, aber irgendwie doch dann durchgekommen. Wen das Ganze interessiert, wenn ihr mich ein bisschen verlegen sehen wollt, ein bisschen stottern vielleicht, ihr könnt diese Rede nach wie vor auf meinem Instagram-Kanal angucken. Da habe ich ein Story-Highlight erstellt. Nein, nicht in der Story.
Ihr findet das auf jeden Fall in meinem Instagram-Profil. Müsst ihr vielleicht auch ein bisschen runterscrollen, weil zwischenzeitlich ja ein paar andere Posts noch gekommen sind. Ja, ihr findet das auf jeden Fall. Ein Video, Steffi mit Mikro in der Hand. Das werdet ihr finden. Wenn ihr wollt, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob euch sowas leicht fällt. So Reden halten, Vorträge halten, Referate oder was auch immer. Ja, als nächstes wollte ich erwähnen, dass wir alle die Gelegenheit hatten, dort vor Ort kostenlos einen Lungenfunktionstest zu machen. Das kostet uns zwar als Betroffene in der Regel auch nichts, wenn man zum Arzt geht und man hat ja eine gewisse Vorgeschichte und das wird dann auch bezahlt von der Krankenkasse. Aber trotzdem, man muss erstmal einen Termin ausmachen, zum Pneumologen gehen und so weiter. Und dort wurde das freundlicherweise angeboten. Es konnte also jeder einfach sich einen Termin frei nehmen, in eine Liste eintragen und einen Lungenfunktionstest machen. Fand ich super, die Gelegenheit habe ich auch genutzt. Meine Funktion war auch im Grunde genommen ganz okay, also keine 100%, aber so, dass man sagen kann, Lungenfunktion ist in Ordnung. Dann gab es einen sehr, sehr interessanten Vortrag von einer Psychologin zum Thema Bewältigungsstrategien. Also einen besseren Umgang mit der eigenen Erkrankung zu erlangen. Und das ist ja auch so ein ganz kleines bisschen Thema auf meinem Kanal. Dennoch konnte ich da aus diesem Vortrag noch sehr, sehr viel mitnehmen. Die interessanteste Info, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte, ist, wir tragen dazu alle das Rüstzeug bereits in uns. Wir haben alle verschiedene Erfahrungen und Prägungen erfahren, die uns ein gewisses Rüstzeug mitgegeben haben. Das ist uns oft gar nicht so bewusst, aber wir können alle den Umgang mit einer schwierigen oder schlimmen Situation lernen, weil wir die Grundlagen bereits verinnerlicht haben. Unter anderem ging es auch um das Thema künstliche Beatmung und gerade das kann eben auch mal Thema werden bei solchen Erkrankungen. Und hier ist wirklich eine lebenswichtige Info, die ich dort zum ersten Mal in dieser Form gehört habe. Es kann ja passieren, dass man, selbst wenn man jetzt noch nicht beatmet wird, ins Krankenhaus kommt, nach einem Unfall oder weil eine OP ansteht oder weil eben irgendwas ist. Und hier sollte unbedingt darauf geachtet werden, gerade die Ärzte, die einen akut versorgen, dass es zu keinen langfristigen Sauerstoffgaben kommt, wenn die CO2-Sättigung im Blut zu hoch ist. Und das sollte unbedingt vorher getestet werden, sonst droht tatsächlich der Tod innerhalb weniger Stunden. Wie das genau zusammenhängt, da möchte ich jetzt gar nicht weiter im Detail drauf eingehen. Es ist nur wichtig, dass es jeder mal gehört hat, jeder Betroffene, wenn man eine Muskelkrankheit hat und vielleicht auch Probleme mit der Atmung oder akut irgendwie Sauerstoff gegeben werden muss. Kurz Sauerstoff geben ist kein Problem, um Himmels Willen. Aber wenn schon irgendwie Probleme vorhanden sind, wenn die CO2-Sättigung im Blut zu hoch ist, und das kann man wie gesagt testen lassen, dann sollte man nicht an die Sauerstoffflasche gehängt werden, weil man dann wirklich sterben kann. Das überwiegende Problem bei solchen Erkrankungen wie der myotonen Dystrophie ist nämlich nicht, dass wir Probleme haben, genügend Luft, also Sauerstoff einzuatmen, sondern dass es eher Probleme gibt, genügend Luft, also CO2 wieder abzuatmen. Darüber hinaus gab es einen sehr interessanten Vortrag, inklusive Vorführung, einer noch relativ jungen Therapiemethode namens NAP. Das steht für Neuroorthopädische aktivitätsabhängige Plastizität. Genau. Dabei geht es in gewisser Weise um die Verknüpfung von manualtherapeutischen Ansätzen mit neurophysiologischen Prinzipien, um beim Patienten Plastizität auszulösen, beziehungsweise das motorische Lernen zu fördern und neue, sinnvolle Bewegungsmuster zu etablieren. Plastizität bedeutet Veränderung oder Anpassung. Entwickelt hat das Ganze die Physiotherapeutin Renata Horst und dafür gibt es extra Fortbildungen, die sich sowohl an Physio- als auch Ergotherapeuten, Logopäden und auch Ärzte richten. Das Behandlungsspektrum umfasst dabei die Bereiche chronische Schmerzen wie Migräne, Tinnitus, Schwindel, Fibromyalgie, orthopädische Störungen wie Bandscheibenvorfall, Gelenkarthrosen, künstliche Gelenke,
Kiefergelenksdysfunktionen, Verletzungen, zum Beispiel komplexe Knochen-, Band- und Kapselverletzungen, Schleudertrauma, Plexusparese, neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall, Schädel-Hirntrauma, Multiple Sklerose, neuromuskuläre Erkrankungen, Parkinson und besonders vorzuheben auch lebenswichtige Funktionen wie Atmen, Essen, Schlucken. Nächste wichtige Erkenntnis: Muskelaufbau mit Muskelkrankheit ist möglich. Ja, das deckt sich ja auch tatsächlich mit meiner eigenen Erfahrung über die letzten Jahre. Also es ist jetzt keine großartige Überraschung für mich, aber die Überraschung ist dennoch, dass es jetzt eine Studie dafür gibt. Also zu meiner Zeit, als meine Erkrankung bei mir diagnostiziert wurde, da hieß es noch von allen Seiten, also von ärztlicher, therapeutischer Seite, dass es eigentlich nicht möglich wäre und dass man durch Training einfach nur verhindern könnte, bereits vorhandene Muskulatur zu schützen, dass die nicht so schnell verschwindet. Aber eine Studie hat gezeigt, die Studie packe ich euch natürlich unten drunter, dass bei 12 Teilnehmern, also es war keine besonders große Studie leider, 12 Teilnehmer mussten 12 Tage lang jeden Tag kontinuierlich Training machen mit dem Fahrradergometer. Jetzt ist sogar das Fahrradergometer nicht grundsätzlich die erste Wahl jetzt in meinen Augen, um Muskulatur aufzubauen, sondern mehr so ein Kardiogerät. Und dennoch hat es funktioniert. Also nach 12 Tagen täglich, kontinuierlich Training hat sich was getan. Das Ergebnis war signifikant verbesserte Sauerstoffaufnahme und Muskelzuwachs. Und das muss man einfach festhalten und muss man einfach auch weiter forschen. Und das ist auch ein Grund, selbst nicht aufzugeben und selbst aktiv zu bleiben, aktiv an sich zu arbeiten. Wenn man noch kein Training macht oder zu wenig, haltet euch ran, es bringt was. Ne? Es bringt auch was, wenn man muskelkrank ist. Neben den ganzen Vorträgen gab es dann dort auch eigene Gesprächskreise für die Betroffenen untereinander, aber auch einen eigenen Gesprächskreis nur für die Angehörigen untereinander. Und ich glaube, das ist auch mal ganz sinnvoll, die Beteiligten ja in dem Sinn mal zu trennen, in Anführungszeichen, weil man sich dann doch mal ganz anders austauschen kann und sich gegenseitig Tipps und Ratschläge geben kann. Gemeinsamkeiten, gemeinsame Probleme vielleicht erkennen und besprechen kann. Und in dem Gesprächskreis, an dem ich eben teilgenommen habe, also als Betroffene, war unter anderem mal Thema, positive Aspekte zu suchen. Also wir wurden explizit gefragt und dazu animiert, zu überlegen, ob sich denn seit Ausbruch dieser Krankheit und trotz Ausbruch dieser Krankheit oder vielleicht sogar wegen Ausbruchs dieser Krankheit etwas auch zum Positiven in unserem Leben verändert hat. Und das war doch mal ganz interessant, was andere Menschen auch dazu sagen. Unabhängig davon, was in diesem Gesprächskreis gesagt wurde, möchte ich euch hier noch einfach der Vollständigkeit halber meine positiven Aspekte aufführen. Zum einen ist die Krankheit für mich ein Augenöffner gewesen. Die Krankheit hat mich erkennen lassen, was im Leben wirklich zählt. Ich muss mich nicht über jede Kleinigkeit ärgern. Ich kann schöne Momente viel bewusster wahrnehmen, weil ich mir dessen irgendwie mehr gewahr werde. Außerdem hat mich diese Krankheit sehr, sehr viele wertvolle Menschen kennenlernen lassen, denen ich sonst niemals begegnet wäre. Und zugleich hat sie mir den Abstand beschert von Kontakten, die mir langfristig eben nicht gut tun. Diese Krankheit hat mich zu einer gesunden Lebensweise gebracht. Gesunde Ernährung, Sport, auf die nötige Erholung zu achten, den Stress reduzieren. Das hätte ich sonst wohl nicht so gemacht. Außerdem hat mir die Krankheit nicht zuletzt geholfen, meine Schüchternheit zu überwinden und mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl ich mir das früher nie hätte vorstellen können. Was ich leider auch nach diesem Wochenende immer noch sehr, sehr schade finde in Bezug auf Muskelkrankheiten, das Thema Ernährung bekommt keinerlei Beachtung in der Medizin. Wirklich keinerlei Beachtung.
Nach wie vor dieselben Vorurteile. Vegan sei zu restriktiv, vegan ist nicht bedarfsdeckend. Dabei wissen wir dank zahlreicher wissenschaftlicher Studien heute, dass eine gut geplante pflanzliche Ernährung sehr wohl bedarfsdeckend ist. Klar gibt es auch kritische Nährstoffe, auf die man noch einmal besonders achten sollte, aber die gibt es in jeder anderen Ernährungsform auch. Wir selbst dürfen also nicht davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren überhaupt irgendwie annähernd in diese Richtung geforscht wird. Daher können wir wieder einmal nur an uns selbst ausprobieren und herausfinden, was uns gut tut, was für uns gut ist und richtig ist. Für mich ist es definitiv die von mir gewählte Ernährungsform. Mir geht es damit deutlich besser, was Verdauung, Kraft, Energie und Lebensfreude betrifft. Und glücklicherweise deckt sich das auch noch mit meinen ethischen und ökologischen Empfindungen. Ich möchte betonen, dass ich an dieser Stelle nicht behaupte, dass das der richtige Weg für alle anderen Betroffenen ist. Aber zumindest habe ich von einer anderen Patientin mit einer anderen neuromuskulären Erkrankung die klare Aussage bekommen: Solange sie sich rein pflanzlich ernährt, hat sie keine Schmerzen. Sobald sie aber mal in irgendeiner Form etwas tierischen Ursprungs isst, kommen die Schmerzen wieder. Das ist natürlich alles kein Beweis. Ausrufezeichen. Das ist mir klar. Wir sind nur einzelne Personen. Aber solange Mediziner und/oder Ernährungswissenschaftler nicht bereit sind, auch auf dem Ernährungssektor mal ein bisschen genauer zu forschen, wird es auch nie zu einer signifikanten Aussage darüber kommen können. Unheimlich viele Patienten mit Myotoner Dystrophie leiden unter massiven Verdauungsbeschwerden, Laktoseintoleranz und/oder Diabetes. Also für mich wäre das allein jetzt schon mal ein Anreiz, dass man das Thema Ernährung zumindest mit beobachten könnte. Oder nicht? Alles in allem war es ein sehr intensives und anstrengendes Wochenende, aber auch ein sehr bereicherndes. Ich konnte wirklich vieles für mich persönlich mitnehmen und meine Erwartungen an dieses Treffen wurden weit übertroffen. Alle Vorträge wurden zudem von der DGM auf Video aufgezeichnet und werden nach gewisser technischer Aufbereitung auch im geschlossenen Mitgliederbereich der DGM, also der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke, zur Verfügung gestellt. Also, alle, die selbst nicht anreisen konnten oder vielleicht keinen Platz mehr bekommen haben, können sich diese Vorträge dann auch zu Hause anschauen, wenn sie Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke sind. Das war nun fürs erste Mal mein grober Rückblick. Vielleicht werde ich das ein oder andere Thema auf meinem Kanal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer ausführen, wenn ich die nötige Zeit dafür finde. Ich habe auf jeden Fall dort ganz fleißig mitgeschrieben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte euer Like. Vielen Dank fürs Zusehen. Alles Liebe wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.